Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Ihr sucht ein F-Class Zielfernrohr und wollt keine 3.000 Euro ausgeben? Da hätte ich was für euch. Das Latitude 8 bis 32 x 60 von der Firma Sightmark. F-Class bedeutet das sportliche Weitschießen, also das Long-Range-Schießen aus dem sportlichen Bereich nennt man F-Class. Passend dazu haben wir hier eine Savage 12BR für Benchrest und auf einer solchen Waffe, die getuned ist für sehr präzises Weitschießen, das hier ist ein Einzellader, ein Repetierer, da muss natürlich auch ein dementsprechendes Glas drauf. Deswegen haben wir hier das Latitude von der Firma Sightmark mit einer variablen Vergrößerung von 8 bis 32 mit einem Frontdurchmesser von 60. Also gigantische Zahlen, wenn man die normalen Zielfernrohre im Vergleich sieht. Aber bei diesem Weitschießen kommt es nicht bloß darauf an, die Kugel irgendwie auf 800 oder sogar 1000 Meter zu bringen, sondern auch noch präzise ins Ziel reinzubringen. Wir bei Epic verstehen uns ja nicht bloß als reine Vorleser der Betriebsanleitung oder der Verpackung, sondern wir möchten auch immer wieder ein bisschen was erklären oder etwas klarstellen. Dieses Glas, dieses ZF, ist ganz klar für den sportlichen Einsatz konzipiert. Also einmal die Vergrößerung, 32-fach ist schon extrem und man wird das auch gar nicht im taktischen Bereich finden, aus verschiedenen Gründen. Aber neben den ganzen Einzelheiten, auf die wir gleich noch kommen, ist die Lage des Absehens und die Art des Absehens ein typisches Sportabsehen. Wir haben nämlich das Absehen in der zweiten Bildebene und somit vergrößert es sich nicht. Wenn ich von 8 auf 32-fache Vergrößerung stelle, wird das Absehen nicht mit vergrößert. Im taktischen Bereich wäre das nicht so gut, weil ich damit keine Möglichkeit habe, die Entfernung zu schätzen, weil sich das Absehen in der zweiten Bildebene ja nicht mit vergrößert, wäre es nur in einer einzigen Vergrößerung so, dass die Werte des Absehens es ermöglichen würden, dass ich damit eine Entfernung berechnen könnte. Im sportlichen Bereich weiß ich immer, auf welche Entfernung ich schieße. Und da möchte ich genau das, nämlich was mir die zweite Ebene gibt, dass das Absehen nicht mit vergrößert wird und somit auch das Ziel nicht verdeckt. Man darf nicht vergessen, in der F-Class, also beim Benchrest, schießt man zum Beispiel auch auf solche Scheiben. Und man sieht dieses kleine Rechteck hier. Wenn ich da mit einem normalen Absehen in der ersten Bildebene, das mit vergrößert, schießen würde auf 300, 500 Meter, dann sehe ich das hier gar nicht mehr. Also dann wird das hier komplett von meinem Fadenkreuz verdeckt, von meinem Punkt verdeckt, von meinem was auch immer ich in der Mitte des Absehens habe. Und habe ich aber ein Zielfernrohr mit dem Absehen in der zweiten Bildebene, dann bleibt einfach dieser Punkt so klein und ich kann hier ganz genau festlegen, bin ich auch wirklich auf der Mitte oder nicht. Damit ist auch schon klar die Vor- und Nachteile zweite oder erste Bildebene. Für den sportlichen Bereich, wo ich keine Vergrößerung des Absehens möchte und auch keine Entfernung berechnen möchte oder muss, ist die zweite Ebene die bessere Wahl. Für den taktischen Bereich, da habe ich dann auch einzelne Linien noch drin, Mil-Dot-Absehen nennt man das Ganze. Die ermöglichen mir, wenn ich die Größe des Objektes weiß, aufgrund dieser Striche auch meine Entfernung zu schätzen. Kurz zu den Dimensionen.
Wir haben hier 35,7 cm Länge, eine Weite von 9 cm und eine Höhe von 7,5 cm. Und das Ganze bei einem Gewicht von knapp etwas über einem Kilo. Also eigentlich eine perfekte Geschichte. Was mir persönlich als erstes auffällt, ist der doch dicke Mittelrohrdurchmesser von 34 mm. Denn egal wie groß das Objektiv vorne oder das Okular hinten ist, wenn der Mitteldurchmesser klein und dünn ist, kann einfach nicht viel Licht durchkommen. Und wir kennen das von diesen ganzen, sagen wir mal, amerikanischen Zielfernrohren, die mit diesem Zolldurchmesser, 25,4 mm Durchmesser, da kann einfach das Licht nicht richtig durch. Und ich habe immer das Gefühl, dass diese Gläser, egal was für einen Frontdurchmesser sie haben, einfach dunkler wirken. Beim Sportlichen mag man jetzt sagen, das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Aber wenn man längere Serien schießt, dann ist das fürs Auge schon anstrengend, wenn ich eigentlich im Prinzip immer mit diesen dunkel-hell Sachen kämpfen muss. Als weiteres fällt auf, dass hier diese Verstelltürme schön groß und griffig sind. Normalerweise würde ich sagen, man braucht das nur, wenn man Handschuhe hat, aber nein. Was ganz wichtig ist, dass wenn ich den Turm bewege, dass ich ein ganz klares Klicken höre und auch eine ganz klare Rasterung merke im Finger. Denn bei der Verstellung des Zielfernrohrs nach dem Einschießen, darauf komme ich gleich nochmal, muss ich ja, wenn ich auf unterschiedliche Distanzen schieße, auch meinen Turm, also meine Höhe, schnell verstellen können. Schnell und vor allem präzise. Und dabei hilft mir natürlich eine gute Rasterung, die hörbar und spürbar ist, wesentlich. Herauszuheben ist, dass die Höhenverstellung hier einen sogenannten Zero Stop hat. Das ist nichts weiter als hier ein Ring, der ist übrigens mit 3 klitzekleinen Imbusschräubchen gekontert. Und um den zu verstellen, braucht man auch einen sehr kleinen Imbus. Der ist nicht im Lieferumfang dabei. Also ihr braucht einen 0,9 mm dicken Imbusschlüssel, um den zu lösen. Diese Schraube, die ist jetzt hier frei. Im Prinzip stelle ich zum Beispiel auf 100 Meter oder auf 300 Meter, was meine Hauptstandarddistanz ist, mein ZF ein, kann dann hier die Schraube ranfahren, kann sie festziehen. Und wenn ich jetzt auf weitere Distanzen schieße, dann muss ich logischerweise wieder verstellen, also das Absehen korrigieren und kann dann aber durch Zurückdrehen und Anschlagen an diesem Ring ganz schnell wieder auf mein ursprüngliches Zero, auf meine Null-Einstellung zurückfahren. Das ist eine ganz praktische Geschichte. Jeder, der sich mit ZF-Schießen auf Weitdistanzen auskennt, der weiß, dass das nur für die Höhe interessant ist. Also die Höhenverstellung, das ist das, mit dem ich arbeite. Die Seitenverstellung fasse ich nach dem Einschießen eigentlich gar nicht mehr an. Auf der linken Seite des ZFs haben wir 2 Drehregler, die ineinander verschoben sind. Der äußere, der bedient die Beleuchtung. Und zwar habe ich hier 5 Stufen, einmal in grün und einmal in rot. Diese Beleuchtung darf man sich jetzt nicht vorstellen wie ein Christbaum, den man einschaltet und dann leuchtet innen drin alles, sondern das ist eine ganz, ganz feine Beleuchtung des mittleren Punktes des Absehens. Das Absehen ist ein spezielles F-Class-Absehen, im Prinzip ein reduziertes Absehen 4. Also ich habe auf 3, 6 und 9 Uhr einen breiteren Strich, breit ist relativ, und dann ganz normal auf 12 Uhr einen ganz dünnen Strich. In der Mitte habe ich einen ganz, ganz kleinen, feinen Punkt. Der hat auf 1000 Meter 0,6 Inch Größe. Also man kann sich vorstellen, das ist schon sehr, sehr klein. Der innere Ring ist der Parallaxenausgleich. Bei allen ZFs über 12-fache Vergrößerung ist in der Regel eine Parallaxe-Verstellung oder Einstellung möglich und auch wichtig. Was ich sehr interessant finde, dass er hier schon bei 20 Meter losgeht. Also damit kann ich also wirklich auch mal auf sehr nahe Distanzen arbeiten, was ja mit einer 8-fachen Vergrößerung ohne weiteres möglich ist. Also einmal stelle ich natürlich hinten an der Dioptrienverstellung die Schärfe für mein persönliches Augen-Sehlicht ein. Und die reicht von plus 1,5 bis minus 2 Dioptrien. Auch an der Dioptrienverstellung habe ich hinten eine solche Kontermutter, die ich anziehen kann, damit ich, wenn ich das einmal für mich eingestellt habe, auch kontern kann, dass sich das dann dementsprechend nicht mehr verstellt. Das ist eine gute Geschichte. Im Lieferumfang ist unter anderem auch diese Sonnenblende. Wir haben hier eine Seiten- und Höhenverstellung pro Klick von einem Achtel Mohr.
Ein Achtel Moor. Jetzt mal schnell die Taschenrechner rausgeholt. Ein Achtel Moor ist, lasst mich kurz überlegen, 3,6 mm auf 100 Meter. Das bedeutet, wenn ihr jetzt damit schießt und habt eine Abweichung von 10 cm, sagen wir mal 10 cm nach oben, und ihr wollt das hier verstellen und schießt auf 100 Meter, wie viele Klicks müsste ich jetzt machen, damit ich 10 cm nach unten komme? Richtig, 27,7 Klicks. Ist doch eigentlich ganz einfach. Schießt ihr aber jetzt auf 50 Meter und habt 10 cm Ablage, genau 55,55 Klicks. Habt ihr aber 10 cm Ablage auf 300 Meter, dann braucht ihr bei einem Achtel Moor lediglich 9, sagen wir rund 9 Klicks. Wem das jetzt gerade ein bisschen viel war, dem rate ich einfach mal auf Long Range Germany zu gehen. Den Link packen wir unten in die Beschreibung. Die haben sich die Arbeit gemacht und haben diese ganzen MOA, Achtel, Viertel, Halb und die Distanzen aufgebröselt. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann ist es eigentlich relativ einfach. Ein Wort noch zur Montage. Viele Leute setzen ihre ganze Aufmerksamkeit in die Auswahl der Waffe und dann hoffentlich auch nochmal in die Auswahl eines guten, passenden Zielfernrohrs. Man darf eins nicht vergessen, das, was das Zielfernrohr, also unsere Visierung und das Gewehr verbindet, ist mindestens genauso wichtig. Also wenn ich hier 2.000 Euro ausgebe, hier 2.000, 3.000 Euro ausgebe, bei dem hier weniger, kommen wir gleich noch drauf, und ich dann für 80, 90 Euro mir eine Montage kaufe, habe ich irgendwas falsch verstanden. Also tut euch den Gefallen, wenn ihr Geld investiert in eine gute Waffe, in ein gutes Zielfernrohr, spart nicht an den 200 Euro für eine gute Montage. Unsere Zusammenfassung. Wir reden bei Epic ja hier nicht über Preise, aber wir haben hier ein ausgewachsenes F-Class Zielfernrohr mit einer Vergrößerung von 8 bis 32, mit einem 60er Durchmesser, also da kommt schon einiges an Licht rein. Absehen in der zweiten Bildebene, also perfekt für das Weitschießen im sportlichen Bereich für unter 1.500 Euro. Gerade für Leute, die ab und zu mal sportlich schießen und deren Waffe zwischen 1.500 und 2.000 liegt, die möchten nicht nochmal das Doppelte an Geld für ein ZF ausgeben. Dann ist das Sightmark Latitude eine super Alternative. Und von dem Geld, das ihr spart, könnt ihr euch auch eine gute Montage kaufen. Habt ihr noch Fragen zum Produkt? Oder habt ihr Anregungen? Habt ihr vielleicht Erfahrungen mit solchen spezialisierten F-Class Gläsern? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn es auch nicht passiert, ein Abo mit der Glocke, damit ihr auch über weitere Sachen informiert werdet. Die Glocke wäre deswegen wichtig, weil wir haben demnächst noch ein weiteres Zielfernrohr von Sightmark, und zwar für die Jungs, die lieber die taktischen Sachen haben wollen. Also bleibt dran. In diesem Sinne, einen schönen Tag noch, euer Stefan.